Habe heute früh spontan beschlossen, mal wieder in den Schlosspark Pillnitz zu fahren und den Frühling, die Sonne, die Natur zu genießen und zu schauen, welche Botschaften dort auf mich warten. Als erstes muss ich mit der Fähre übersetzen, mal schauen, wann die hier anlangt, denn sie fährt nach Bedarf. Und im Moment sind auf der anderen Seite, ich glaube, nur 2 Leutchen. Schauen wir mal. Auch wenn es früh noch kalt ist und ich Mütze und Schal brauche, im Hintergrund ist eindeutig Frühling. Die Forsythien blühen und überall ist auch schon das Grün zu erkennen. Und möglicherweise hört man auch sogar das Zwitschern der Vögel. Auch wenn uns in dem Park, in den ich gleich gehen werde, gepflegte Blumen- und Blütenrabatten erwarten, siehst du auch hier vor den Eingangstoren die Natur in ihrer wahren Pracht und Fülle, in ihrer weiblichen Kraft, mit all den kleinen Blüten. Das eigentliche Schloss Pillnitz liegt jetzt in meinem Rücken und ich werde mal sehen, dass ich es auch gut auf dieses Video bannen kann, denn das wird eine Gegenlichtaufnahme und das ist ja bekanntermaßen nicht ganz so gut. Das Schloss Pillnitz liegt direkt vor uns und erstaunlicherweise ist auch die Fontäne schon an. Links und rechts wird das Schloss flankiert vom Wasser- und vom Bergpalais, was von Pöppelmann erbaut wurde oder welche von Pöppelmann erbaut wurden. August der Starke hat in diesem Park viele kostspielige Feste gefeiert und das Schloss Pillnitz seiner zeitweiligen Favoritin Gräfin Cosel überlassen, bis sie in die Verbannung durch ihn geschickt wurde, weil sie sich allzu manipulativ und intensiv in seine Staatsgeschäfte versucht hat einzumischen. Diese sogenannte Tritonengondel ließ August III., also der Sohn von August dem Starken, für den Personenverkehr zwischen Pillnitz und Dresden bauen. Es gibt noch ein grünes Schwesternmodell, was beides um 1800 gebaut wurde. Jetzt steht das Schiff oder diese Gondel hier im Schlosspark Pillnitz und erfreut die Besucher. Liebevolle gärtnerische Pflege lässt nicht nur wundervolle, blütenreiche Kunstwerke entstehen und erfreut uns Menschen, sondern auch Tiere, wie hier diese Ente oder ein eher Gans, erfreut sich daran. Auch hier nochmal ein solches Kunstwerk auf der Wiese und eines der beiden Palais im Hintergrund. Pillnitz ist nicht nur bekannt und berühmt wegen der Lage an der Elbe, Schloss Pillnitz und der beiden Palais, Berg- und Wasserpalais, sondern vor allen Dingen wegen des wunderbaren Schlossparks, der Natur mit den uralten Baumriesen. Und jetzt will ich mal schauen als nächste Station, ob wir auch noch einen Blick auf die mehr als 250 Jahre alte Kamelie erhaschen können. Vor uns das gläserne Haus für die Kamelie zu ihrem Schutz vor Frost und winterlichen Temperaturen. Vor kurzem hat sie geblüht. Ob sie jetzt noch blüht? Am Fuße der Kamelie draußen ein Teppich voller Buschwindröschen. Natur in ihrer wahren Pracht, wie sie sich ganz frei und von allein entfaltet, ohne dass es bestimmter Pflege bedurfte. Wir haben Glück, sie blüht und ich konnte auch hineingehen. Schau dir diese Pracht und Fülle an, Blüten über Blüten und sogar die eine oder andere Knospe ist noch erkennbar. Inzwischen bin ich ein Stückchen höher gestiegen. Du siehst oben die Stahlkonstruktion verglast und im Sommer, wenn die Temperaturen es dann hergeben, wird dieses gläserne Haus beiseite geschoben, sodass die Kamelie sich in frischer Luft und Sonnenlicht von der Überwinterung erholen kann. Schau dir diese prachtvoll blühende Magnolie an.
Ist sie nicht wundervoll mit diesen zarten, sich langsam öffnenden Blütenkelchen? Und hier am Rande des Parks eine Stechpalme mit ihren roten Früchten in Hülle und Fülle. Weibliche Fülle, würde ich sagen. Einer meiner Lieblingsplätze in diesem großen Park mit großen Bäumen umstanden. Rechts im Hintergrund der englische Pavillon und die Bäume spiegeln sich in der glatten Wasserfläche. Überall Pracht, überall Fülle. Und ich denke, die Botschaft, die dieser Park zu dieser Jahreszeit im Frühling 2026 und zu jedem Frühling hat, ist sowas von klar. Weibliche Kraft, Fülle, Frieden, Wachsen. Und genau darum geht es. Das werde ich nachher noch etwas genauer beleuchten. An dieser Stelle aus dem Park erstmal genug. Gleich geht es wieder zurück über die Elbe auf die andere Seite von Pillnitz nach Klein-Schachwitz und von dort nach Haus, und dann werde ich das Video zu Ende bearbeiten. Und du siehst hier gleich mal einen kleinen Elbdampfer entlang getuckert kommen. Wieder zurück von meinem morgendlichen Ausflug in den Schlosspark Pillnitz. Und wie schon zu Beginn angekündigt, lass uns zum Fazit, zu den Botschaften kommen, die dieser Schlosspark zumindest für mich und aus meiner Sicht bereithielt, die Analogien herstellen zu unserem Leben in unserem Menschsein. Der Schlosspark Pillnitz im Frühling. Alles erwacht, alles beginnt. Es ist die Zeit der Geburt und schon erkennbar die Fülle des Sommers, der dann alles zur vollen Entfaltung und Reife bringen wird, vorbereitend dann den Herbst mit seiner reichen Fülle an Früchten. Wenn ich dazu die Analogie mal herstelle, für uns als Mensch, für uns auch in unseren Beziehungen und vor allem in unseren Partnerschaften, dann sehe ich hier überall das Erfordernis, so wie in der Natur, der weiblichen Energie in uns Frauen und auch in den Männern viel, viel mehr Raum zu geben. Warum der weiblichen Energie? Was bedeutet weibliche Energie? Weibliche Energie bedeutet eben dieses Empfangen, Wachsen, Werden, Gebären und ja, Fülle erzeugen. In den vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden durch das massive Patriarchat und die Überbetonung der männlichen Energie ist das sehr zum Nachteil geworden für uns Frauen und für die Männer, was gravierende Auswirkungen auf unser Zusammenleben nicht nur mit der Natur, sondern auch untereinander hatte. Ich habe einen schönen Spruch vor gar nicht allzu langer Zeit zum Thema Partnerschaft gehört, der hat mir so richtig gefallen. Die Männer seien der Fels in der Brandung für die Frauen und die Frauen seien in der Partnerschaft der Kompass. Wann kann ein Mann, und checke bitte, inwieweit du damit in Übereinstimmung gehen kannst, zum Fels in der Brandung werden? Nicht nur durch seine verstandesmäßige, logische, faktenbasierte Geisteskraft, die vieles in die Welt bringt, das ist sehr gut. Was jedoch bedeutet es, wenn er das ohne gleichzeitiges Vorhandensein seiner weiblichen Kraft, seines Gefühlslebens tut? Erst dann ist er in der Lage, wie zum Beispiel die Gärtner im Schlosspark Pillnitz, liebevoll, emotional offen und emotional verfügbar, diese Kraft auch in die Welt zu bringen.
Und wir Frauen, wir haben einfach durch das Gebot der Stunde vielfach unsere männlichen Energien favorisiert, einfach um überhaupt uns in gewisser Weise durchsetzen zu können. Und aus meiner Sicht gehören auch, ja, ich sag mal, die Manipulationen, wie sie eine Gräfin Kosel gegenüber August dem Starken an den Tag gelegt hat, indem sie ihre weiblichen Reize ganz bewusst und gezielt eingesetzt hat zur Manipulation, da ist die Frage, ist das wirklich weibliche Kraft? Ist das empfangende Kraft? Aus meiner Sicht nein. Es ist männliche Kraft. Botschaft für mich aus diesem heutigen Gang durch den Park von Pillnitz. Lasst uns männliche und weibliche Energien in Balance kommen. Die Männer und die Frauen mögen sich ihrer weiblichen Energien bewusst werden und sie für sich entfalten und verfügbar machen. Dann klappt es auch besser miteinander, mit der Natur. Dann hören auch kriegerische Auseinandersetzungen auf. Denn was ist Krieg? Krieg ist blinde männliche Kraft, ohne flankiert zu sein von Emotionen. Welche weibliche Kraft, die gebiert, die empfängt, könnte denn zerstören, es sei denn, sie ist vollkommen fehlgeleitet? Wow, jetzt habe ich mich wieder in Rage geredet. Ich hoffe, du kannst aus meinem Spaziergang im Schlosspark Pillnitz die eine oder andere Inspiration für dich und dein Leben in diesen verrückten Zeiten entnehmen. Ich wünsche dir eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Podcast oder Video. Tschüss.